Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den Fragen des Tests Leben in Deutschland. Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 181 bis 200. 181. Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken? A. Er hat sich den ehemaligen Alliierten unterworfen. B. Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. C. Er zeigte seine Demut vor dem Warschauer Pakt. D. Er sprach ein Gebet am Grab des unbekannten Soldaten. B. Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. 182. Welche Parteien wurden 1946 zwangsweise zur SED vereint, der Einheitspartei der späteren DDR? A. KPD und SPD. B. SPD und CDU. C. CDU und FDP. D. KPD und CSU. A. KPD und SPD. 183. Wann war in der Bundesrepublik Deutschland das Wirtschaftswunder? A. 40er Jahre. B. 50er Jahre. C. 70er Jahre. D. 80er Jahre. B. 50er Jahre. 184. Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange die Stunde Null? A. Damit wird die Zeit nach der Wende im Jahr 1989 bezeichnet. B. Damit wurde der Beginn des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. C. Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Beginn des Wiederaufbaus. D. Damit ist die Stunde gemeint, in der die Uhr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird. C. Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Beginn des Wiederaufbaus. 185. Wofür stand der Ausdruck eiserner Vorhang? Für die Abschottung A. des Warschauer Pakts gegen den Westen, B. Norddeutschlands gegen Süddeutschland, C. Nazi-Deutschlands gegen die Alliierten, D. Europas gegen die USA, A. des Warschauer Pakts gegen den Westen. 186. Im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand, an den lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag erinnerte. Wann war das? A. 1. Mai, B. 17. Juni, C. 20. Juli, D. 9. November, B. 17. Juni. 187. Welcher deutsche Staat hatte eine schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz? A. Preußen, B. Bundesrepublik Deutschland, C. Drittes Reich, D. DDR, D. DDR.
188. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? A. 1953, B. 1956, C. 1959, D. 1961, D. 1961. 189. Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? A. 1919, B. 1933, C. 1961, D. 1990, C. 1961. 190. Was bedeutet die Abkürzung DDR? A. Dritter Deutscher Rundfunk, B. Die Deutsche Republik, C. Dritte Deutsche Republik, D. Deutsche Demokratische Republik, D. Deutsche Demokratische Republik. 191. Wann wurde die Mauer in Berlin für alle geöffnet? A. 1987, B. 1989, C. 1992, D. 1995, B. 1989. 192. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? A. Brandenburg, B. Bayern, C. Saarland, D. Hessen, A. Brandenburg. 1993. Von 1961 bis 1989 war Berlin A. ohne Bürgermeister, B. ein eigener Staat, C. durch eine Mauer geteilt, D. nur mit dem Flugzeug erreichbar, C. durch eine Mauer geteilt. 194. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen, A. Einheit, B. Nation, C. Bundesländer, D. Städte, A. Einheit. 195. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? A. Hessen, B. Sachsen-Anhalt, C. Nordrhein-Westfalen, D. Saarland, B. Sachsen-Anhalt. 196. Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR die Wende? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch, A. von einer Diktatur zur Demokratie, B. von einer liberalen Marktwirtschaft zum Sozialismus, C. von einer Monarchie zur Sozialdemokratie, D. von einem religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat, A. von einer Diktatur zur Demokratie. 197. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? A. Thüringen, B. Hessen, C. Bayern, D. Bremen, A. Thüringen.
198. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? A. Bayern, B. Niedersachsen, C. Sachsen, D. Baden-Württemberg, C. Sachsen. 199. Mit der Abkürzung Stasi meinte man in der DDR A. das Parlament, B. das Ministerium für Staatssicherheit, C. eine regierende Partei, D. das Ministerium für Volksbildung, B. das Ministerium für Staatssicherheit. 200. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? A. Hessen, B. Schleswig-Holstein, C. Mecklenburg-Vorpommern, D. Saarland, C. Mecklenburg-Vorpommern. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.